I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday's. Der Monat Oktober war für mich schon immer was Besonderes. Vor allen Dingen, weil ich im Oktober Geburtstag habe und dieses Jahr bin ich ja sogar 30 geworden. Das heißt, es gab echt ganz schön was zu feiern. Aber von vorne. Ich dachte, es wäre vielleicht ganz nett, so ein monatliches Tagebuch zu führen und euch mitzunehmen auf all die Abenteuer, die ich im Oktober erlebt habe. Und das waren in diesem Oktober nicht gerade wenig. Tatsächlich ist es, glaube ich, der ereignisreichste Oktober, den ich jemals hatte. Liegt natürlich auch in meiner Selbstständigkeit und daran, dass ich einfach sehr viel selbst über meine Zeit verfügen kann. Und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit auf meine Abenteuer im Oktober. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist heute Sonntag und ich bin um 6 Uhr aufgestanden, habe 2 Stunden geschnitten, habe einen Vlog fertig geschnitten und jetzt dachte ich mir, mache ich mal diese kleine Wanderung, von der mir mein Mann gestern erzählt hat. Mein Mann ist heute Morgen nicht zu Hause, ich bin allein mit dem Hund und ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit. Ach, so schön. Allein was zu erkunden. So schön. Oktober ist für mich immer so ein bisschen der richtige Herbstbeginn. Manchmal geht es ja im September schon so ein bisschen los, aber im Oktober, da gibt es dann wirklich keinen Weg mehr zurück, denn die ersten Frostnächte kommen. So, heute Nacht wird die erste Nacht unter 0 Grad. Das heißt, ich muss jetzt alle Tomaten ernten, die noch nicht reif sind. Und ich komme gerade von einer Hochzeit, deswegen bin ich so aufgeplustert. Und ich habe hier 2 Handschuhe. Und auch eine Gartenschere und jetzt werde ich mal alle Tomaten ernten. Ich bin gespannt, wie viele das am Ende werden. Ich sehe Massen an grünen Tomaten. Schauen wir mal. So, ich habe Papiertüten, eine Schere. Bin nicht sicher, ob das reicht. Schaut euch das an, wie viele da immer noch dran sind teilweise. Also, ich habe jetzt, oh scheiße, eine Pflanze geerntet. Eine von 12, glaube ich. Und ich habe die komplette Tüte fast voll von einer Pflanze. Schauen wir mal, ob ich überhaupt alles einpacken kann. Und mein Problem ist gerade eigentlich, dass es dunkel wird. Mächtiger, ich bin jetzt hier mit meiner Handytaschenlampe unterwegs, weil es jetzt schon dunkel geworden ist. Ich sehe nicht mehr so gut jetzt in die Pflanzen rein, weil alles grün ist. Aber ich glaube, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt hier 3 kleine Papiertüten komplett voll
Und die große, ja, ziemlich voll. Also ich glaube, oh, das sind ein paar Kilo, muss ich mal wiegen daheim. Aber ich bin, ach so, ja genau. Und das ist übrigens meine Art und Weise, meine Haare aus meinem Gesicht zu halten. Mit einer Maske, weil ich hatte kein Haargummi dabei und nichts. Und ich hatte die ganze Zeit meine Haare im Gesicht. Das war ultimativ nervig. Ich hatte natürlich kein Haargummi dabei. Deswegen Maske und dann auf die Stirn gezogen. Das hat eigentlich voll gut funktioniert. Ja, und jetzt packe ich mal alles ein und fahre zurück nach Hause. Das war jetzt wirklich kurz vor knapp. Also ihr habt gerade gesehen, die Sonne ist so gut wie weg. Oder sie ist schon weg. Es ist 19 Uhr oder 19:12 Uhr. Zeit nach Hause zu fahren. Im Dunkeln im Industriegebiet ist immer nicht so geil eigentlich. Aber die Tomaten waren es wert. Das ist also das offizielle Ende der Tomatensaison 2021. Ich hatte fast 40 Pflanzen hier, ich glaube 38 Pflanzen. Und da kam echt ganz schön was rum. Ich hatte die jetzt ja, als ich in der Wohnung war, nicht immer ganz parat bei mir. Aber ich würde sagen, man ist das ganze Jahr ohne Tomatenkaufen durchgekommen. Allerdings hat natürlich nicht jeder so viel Platz und ich hatte es ja selber zu Hause auch nicht. Aber meiner Meinung nach so 30 Pflanzen ungefähr mit verschiedenen Sorten. Die einen werden mehr was, die anderen werden weniger was. Das wäre so die richtige Menge, um ein ganzes Jahr 2 bis 3 Personen mit Tomaten zu versorgen. Okay, dann packen wir jetzt mal zusammen. Okay, Tüte Nummer 1. Relativ am Anfang vom Oktober habe ich dann auch Geburtstag gehabt. Mein Geburtstag selbst habe ich im Privaten verbracht, aber ich habe eine kleine Feier geschmissen. Beziehungsweise eigentlich gar nicht mal so eine kleine Feier. Es war wirklich super schön, alle nochmal zu sehen, alle auf einem Haufen zu haben, alle nochmal einzuladen. Und es war auch gleichzeitig so ein bisschen eine Abschiedsfeier, weil ich denke, es wird nicht nochmal die Gelegenheit geben, mit allen gemeinsam zu feiern, bevor wir Deutschland verlassen. Was ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt habe, ist eine neue Kameralinse bzw. ein neues Kameraobjektiv. Ich bin ja immer noch dabei, meine Canon zu verkaufen und bin auf die Fuji umgestiegen. Und da habe ich mir zum Geburtstag selbst ein neues hochwertiges Objektiv geschenkt. Und das musste ich natürlich dann auch direkt mal ausprobieren. Had it been better, back again, my familiar stand. Nothing more than a thought to relate to. Tied it up for better or worse. To my ways, to the sanctuary, nobody stays, but I'm removed by my... Wir haben uns auch so ein bisschen eingelebt in dem Dorf, in dem wir uns momentan aufhalten, und Chaplin hat inzwischen sogar eine neue Hundefreundin gefunden, was uns natürlich total freut. Sie ist viel jünger als er und viel fitter als er und er hat wirklich Probleme, da hinterher zu kommen. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr Sport tut ihm auch ganz gut. Heard that crystal cry last night, I didn't know what to say. All we believed in got swept away. So bad I thought, oh, he's got me. Oh, he's got me like an ache. Yes, it hurt so bad I fell down the drain. Now I
Oh je. Wir fahren gerade nach, das ist das Südwestdeutschland, nach Lünen bei Dortmund, weil mein Papa sich da gerade aufhält. Tut mir leid, dass ich gerade so überblendet bin. Und verbringen da ein paar Tage. Alter, bei Claudia, ne? 80 Jahre. 18. Da muss schon noch was ausgedacht werden. Wir waren insgesamt 4 Tage in Lünen und haben ein paar Tagesausflüge in die nähere Umgebung gemacht. Neben Schloss Cappenberg und Schloss Schwanzbell waren wir auch beim Schloss Neukirchen. Das war wirklich sehr imposant, nochmal um einiges größer als die anderen beiden. In diesem Schloss gibt es sogar auch eine Uni bzw. daneben und einige der Schlossgebäude oder einige der Räume in dem Schloss werden auch für Vorlesungen genutzt, was ich total spannend finde. Ich könnte mir vorstellen, das fühlt sich ein bisschen so an, als würde man in Hogwarts studieren. Ja, das ist ein Revier, ne? Insgesamt habe ich in meiner Zeit in Lünen nicht so viel mit der Kamera gesprochen. Das liegt natürlich daran, dass ich die Zeit mit meiner Familie genießen wollte und mich so ein bisschen auf den Moment konzentriert habe. Aber ich wollte euch trotzdem ein paar Eindrücke zeigen, weil ich fand, dass es doch wirklich sehr, sehr schön war dort, vor allen Dingen im Herbst. Ja, da ist auch irgendwie so ein Werkstatt.
Ich habe tatsächlich auch nochmal aussortiert, und zwar habe ich mich nochmal dem Küchenkarton gewidmet und dann nochmal durchgeguckt. Ich habe beschlossen, mich von dem goldenen Teeservice zu trennen, obwohl ich es eigentlich behalten wollte. Aber ich denke einfach nicht, dass ich es tatsächlich benutzen werde, denn ich habe ja zwei. Ich habe ja auch eins zur Hochzeit bekommen und das ist nicht nur unser gemeinsames Geschenk gewesen, sondern es ist auch vom Stil her, glaube ich, viel mehr das, was man im Alltag benutzt. Und das Goldene ist so besonders, dass man das, glaube ich, einfach viel zu selten benutzen würde. Dieses Teeservice ist einfach viel zu schön und viel zu schade, um im Schrank zu verstauben. Deswegen habe ich beschlossen, dass es einen neuen Besitzer bekommt. Und gegen Ende September gab es dann wirklich nichts mehr zu leugnen. Der Herbst hat wirklich Einzug gehalten.
Alle Wälder sind in goldgelben und roten Farbtönen und es ist so wunderschön anzuschauen. Und es war nicht nur die perfekte Zeit, um Gassi zu gehen, sondern es ist auch die perfekte Zeit, um nochmal einen kleinen Ausflug zu machen. Und das war wirklich das Highlight unseres Monats, denn wir haben für ein paar Tage ein Tiny House gemietet. Und da habe ich natürlich auch fleißig gefilmt für euch. Super spannende Erfahrung. Und mein absolutes Highlight, abgesehen vom Tiny House, war auch der Zuber. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg, also eigentlich sind wir auf dem Weg nach Würzburg, weil wir uns ein Tiny House gemietet haben für 2 Nächte und einfach diese Wohnform mal ausprobieren möchten. In der Realität sieht es aber so aus, dass wir noch einen kleinen Zwischenstopp machen müssen. Für den Kandidaten da hinten, den ihr gerade nicht sehen könnt. Und wir fahren noch schnell zum Tierarzt. Der Hund ist nämlich seit vorgestern Abend krank mit Übelkeit. Eigentlich nur mit Übelkeit. Durchfall hat er nicht. Übelkeit. Das ist so ein bisschen sein Weak Spot, aber da wir Unfälle vermeiden möchten bei den Gastgebern, gehen wir jetzt nochmal zum Tierarzt und lassen das nochmal kurz abchecken, beziehungsweise lassen uns nochmal Magenberuhigungsmittel geben. Wow. Cool. Ja. Irgendwie ist sie so arg reingezoomt, oder? Die Kamera. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Cool. Oh, da sind wir heute Abend drin. Da oben in diesem Fenster, da ist das Schlafzimmer. Ich glaube, sonst hat schon einer gesehen. Aber es ist interessant, dass die Tür auf der anderen Seite ist und dann hier. Aber da kommt man doch gar nicht raus hier, ne? Da ist keine Tür. Muss man außen rumlaufen, aber es okay ist. Natürlich. Ja, schaut so aus, ne? Oder eine Durchreiche. Ja. Ja, nach oben dann klappen, ne? Mhm. Es ist ein bisschen Halloween-Deko schon da. Ich weiß nicht, da kommt Wasser raus, irgendein Wassertank. Wow, hier riesen Zucchini. Wow.
Die Halloween-Deko ist so lustig. Na, dann schauen wir uns mal an. Oh, wow. Ja, das ist mal alles, ne? Schutz. Fein. Oh, das ja. Oh, ist das süß. Herzlich willkommen. Da schreiben sie anscheinend immer was hin und das geht dann richtig ab, ne? Siehst du das? Ja. Hallo David. Daniel, aber ja. Ach so, Daniel. Ja, Die Dusche finde ich total gut, also beziehungsweise das Duschbecken. Also es ist gar nicht mal so... Kaffeemaschine, Wasserkocher. Es ist eigentlich nicht eng. Nee, es ist nicht Ich meine, eng, wenn aber du dein dachte Zeug mir- hier reinstellst, schon, aber ansonsten... Hier könnte man vielleicht schon noch eine Stufe reinmachen. Hier kann man halt noch gut unten noch Sachen Mit so drunter, drunter ja, lassen. jetzt in dem Fall. Aber du könntest auch oben noch eine Decke hier reinziehen, eigentlich, über die Couch. Wir haben gerade den Vermieter des Tiny Houses kennengelernt und er hat angeboten, dass er uns seine anderen 2 Tiny Häuser auch noch zeigt. Die stehen nämlich in der Nähe. Er hat 3 Tiny Häuser und er möchte die quasi zusammenfassen zu einem Tiny Dorf Village. Ich denke, so viel kann ich erzählen. Ja. Genau. Ja, man will immer nicht so die Privatsphäre von Menschen verletzen, wisst ihr? Genau. Und jetzt zeigt er uns die anderen beiden und ich bin schon voll gespannt auf die anderen 2. Das da wäre dann auch nochmal eine kleine Terrasse vorne dran. Mega. Das ist echt, ist glaube ich so ziemlich die beste Aufteilung, die ich bis jetzt gesehen habe mit dem Bett unten. Soll ich euch das Licht anmachen? Ich glaube, es Man reicht. sieht so. Ja. Ich finde die Deckenfenster auch so richtig cool. Vor allen Dingen vorne, Das dass man im Bett liegen kann das und ist halt das rausschauen Coole, kann. wenn Ne? man im Bett liegt und oben rauf. Ja. Genau. Das ist echt so Ich glaube, cool. das ist schön, wenn man mit den Sternen und sowas dann... Ja. Also die coolste Erfahrung, die wir gemacht haben mit diesem Mast, diese Satellitenkette. Ja. Ne, das war... Obwohl es noch geht. Genau, dann passt es. Ja, frische Kräuter. Ja, Voll schaut gut. natürlich schon genial aus. Ja. Das ist richtig Und gut. also wir hätten nie gedacht, das war der erste Versuch und ein Loch, also das hat echt, das war einen Millimeter ein bisschen weiter aus der Mitte draußen und das hat in komplett andere Richtung gespritzt. Die Baustelle, die Ja, haben den cool. weggeworfen, haben wir als Platte eben aufgeleimt, haben wir den Rest gleich noch als Türbuch genommen. Voll gut, ey. Ah, stimmt, die Tür ist auch so heute. Ja, hab ich euch denn überhaupt schon eine Führung durch die dicke Bertha gegeben? Ich glaube nicht. Ich stehe hier gerade vor der Haustür. Wenn ich mich nach rechts umdrehe, also in dem Fall drehe ich mich nach links um, damit ihr was sehen könnt, ist hier die Couch-Ecke und da seht ihr auch einen kleinen Waschbären. Und oben drüber Panoramafenster auf jeder Seite. Dann in der anderen Hälfte... Was? Filmst du mich gerade schon? Nein. Na, anderen. In der anderen Hälfte ist die Küche. Hinter dieser Tür ist das WC. Und die Treppe nach oben ist das Schlafzimmer. Ebenfalls mit einem Fenster in der Decke, was so unglaublich cool ist. Und dann, wenn wir hier lang gehen... Ich mache nur Spaß. Dann geht's ins Bad. Das Badezimmer sieht wie folgt aus. Wir haben hier einen süßen kleinen Waschschrank mit Waschbecken. Oh, den gleichen Mülleimer, den wir haben.
Dann, das ist richtig cool, so eine Wanne als Duschwanne. Geht auch mit Vorhängen, auch nochmal ein Fensterchen. Das hier ist eine Trenntoilette, richtig krass, habe ich noch nie gesehen, ist aber ziemlich cool. Handtücher für uns und so ein kleines Regal. Und das hier soll eine Infrarotheizung sein. Der Vermieter meinte, er hat es gerade frisch eingebaut und ist noch nicht von der Wirksamkeit überzeugt. Ich bin es auch nicht, aber also bis jetzt ist es noch kühl hier drin. Aber mal gucken, ob es noch was wird. Hier ist quasi die Haustür und hier ist ein Regal. Das haben wir jetzt natürlich schon vollgestellt mit unserem Krempel. Dann hier natürlich ein kleiner Kühlschrank. Und die Küchenzeile habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht so richtig gezeigt. Also echt auch voll süß und der Garten draußen. Und dann kann man hier, das ist übrigens eine Heizung, kein TV, das komplette Ding hier kann man runterklappen, man hat einen Tisch. Und das hier kann man runterklappen und hat dann die Bank dazu. Und der Blick in den Garten ist natürlich fantastisch. Da ist der Zuber, da werden wir heute Abend auf jeden Fall noch reingehen. Und hier draußen ist der Max wahrscheinlich gerade irgendwo. Doch nicht. Hallo? Wo ist es? Er ist noch nicht da. I might go too fast. I don't care about those limits. 'Cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. Suddenly I feel so rich. No, I don't know nothing. Oh, I can't let this slip, no. I gotta seize the moment. Have you even noticed? Are you thinking about me? Are you thinking about me? I'm having a hard time not doing anything other than thinking about you. So are you thinking about me? 'Cause I've been thinking about you. Ja, ich hatte ja ehrlich gesagt so ein bisschen meine Bedenken bei diesem Holzanzünden, aber Ja. Aber es ist halt nicht offen. sieht das nicht super verlockend aus. Ich rede eigentlich... Dran wie Zunder, ne? Dann muss ich fast noch ein kleiner machen, dass ich sie tiefer rein. Ja, das ist Ich will mir ein Stück selber aussuchen. gut. Na, eigentlich nicht. Also schlecht. Gute Schnitt erzeugt. Gut. Scheiße, Mama nicht. Das ist aber wirklich eigentlich nicht gut, ne? Ja, du hast doch ein scheiß Stück raus. Ich habe echt das scheiß Stück rausgenommen. Aber das ist genauso kacke hier.
Habe ich mir wegen einfacher vorgestellt eigentlich. Ja, Herr Gong! Komm überhaupt nicht rein. Ist schon jemand so blöd angestellt wie ich? Also. Aber das ist immer noch nicht klein genug, oder? Weißt du, es ist deine Medizin. Nein. Was wäre? Na also, war doch gar nicht so schlimm, oder Schatzi? Und jetzt, willst du jetzt deinen Schmaus? Also gestern hatten wir echt so unsere Problemchen mit dem Zuber. Der ist nicht richtig warm geworden. Und das Feuer hat gelodert ohne Ende, aber es wurde nicht besser. Und wir haben uns echt gefragt, woran es liegt. Aber dann, irgendwann ist dieser ganze Feuerholzberg in dem Ofen eingekracht und nach unten durchgebrochen. Und dann haben wir gesehen, dass unten, ganz unten im Wasser eigentlich eine viel größere Brennkammer ist. Und da war die ganze Zeit nichts drin, deswegen hat es quasi nur oben an der Wasseroberfläche gelodert. Und dadurch ist der ganze Zuber nicht warm geworden. Aber jetzt wissen wir es besser und wir haben den Zuber jetzt nochmal angeheizt. Es ist inzwischen 15 Uhr an Tag 2 quasi, am ersten vollen Tag. Und hoffentlich ist er heute Abend schön mummelig warm und auch nicht zu warm. Das kann nämlich auch passieren. Und jetzt haben wir gleich jeden Moment Spanischunterricht. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Qué tal la casa? ¿Qué tal Würzburg? Darnos una noche. Genau. Ok, entendemos ahí. Esta gramática todavía no la conocemos. Es de B1. Pero ahí está la frase. Decidimos quedarnos, reflexivo, una noche más. Ja, aber die war ja auch gerade in Polen, weil die waren ja auch so jetzt.
Also, vorhin war es zu kalt, jetzt ist es zu heiß. Wo ist denn das Thermometer? Schon irgendwo drin rum. Ah, da ist es. Auf Anschlag, also es geht halt nicht. 45 Grad. 45 nach Hat's drin? jetzt, ja. Ja, okay. So ganz okay. Es ist aber, es ist schon heiß. Dann kann man es ja jetzt lassen bis nachher. Ja, es ist wirklich sehr heiß. Holst du die Nudeln für unser Süppchen? Oder soll es ich stellen? Ja, es hat auch ein bisschen was von Sauna dann, ne? Ja, genau. Also wenn es gar so heiß ist halt, ne? Ist ja dann mehr als nur Baden. Dann mach zu, würde ich sagen, oder? Ja. Hast du schon gefilmt? Ja, ich habe schon gefilmt, aber ich wollte meine Kamera So, nicht. das ist dann nicht. Also, schon mal. Ja, okay. Schon mal das Zelt nicht ein. Ja, fein. Perfekt. So schaut's aus. In unserem Zuba. Bist du jetzt zufrieden? Nee, das können wir um 8 oder so neu schmeißen, wenn es abkühlt. Wenn wir merken, dass es kühler wird, dann. Und nochmal rein wollen, aber nur, Ja, genau. nur zum Holzverbrennen brauchen wir sie nicht alle werfen. Das stimmt. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna last. Yeah, I do remember tears and the laughter. How could we fall so fast? Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Ein mächtiger Schatten mal, wie rot mein Körper ist, weil das Wasser ist so heiß. Oh, es ist so heiß, aber es ist so geil. Der Rasen tut gut. Unsere Zeit im Tiny-Haus ist leider schon wieder vorbei. Es war so schön und jetzt ist wieder ganz ordentlich und aufgeräumt. So, dann verabschieden wir uns mal von der dicken Bertha. Ich setze euch den Link für genau diese Unterkunft unten in die Infobox. Dann könnt ihr da mal nachschauen. Und wir fahren jetzt erstmal nach Hause und haben in 1,5 Stunden, nee, in 2 Stunden haben wir Spanisch. Müssen uns also ein bisschen sputen, rechtzeitig zu Hause zu sein. Ach, stimmt. Das ist so, wie es gehört. Du magst einfach Okay. Tschüss, Garten. Tschüss, Zuba. Es war schön mit dir. Also der Monat endet mit etwas Erfreulichem. Wir haben endlich die Übersetzungen bekommen. Die liegen hier alle. Das hat so lange gedauert, weil wir mit Apostille übersetzen mussten. Das heißt, unsere Dokumente, also vor allem Geburtsurkunde und Heiratsurkunde, die dürfen nicht älter sein als, ich glaube, 60 oder 90 Tage fürs Visum. Heißt, die müssen erst neu beantragt werden, neu ausgestellt werden von der jeweiligen Behörde. Also Geburtsurkunde zum Beispiel aus der Stadt, wo ich geboren wurde, von dem Standesamt dort. Eheurkunde dann aus Erlangen zum Beispiel und so. Dann wird das Ganze zum Übersetzer geschickt, der übersetzt es auf Spanisch und dann wird die Urkunde zusammen mit der Übersetzung wieder zum Amt geschickt, also zum Standesamt, und die kontrollieren dann quasi, dass die Übersetzung mit dem Original übereinstimmt, hauen den Stempel drauf und dann kriegen wir es erst.
Und das heißt mit Apostille. Und das hat jetzt, glaube ich, wie lange gedauert? 5,5 Wochen? Ja, 5,5 Wochen, also deutlich länger, als wir gehofft hatten. Und jetzt ist das ganze Zeug endlich da. Das liegt da und jetzt müssen wir das alles einscannen. Und jetzt können wir endlich den Visumsantrag stellen. Genau, also es geht wenigstens einen kleinen Schritt voran. Und damit würde ich den Vlog dann heute auch beenden. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich würde mich freuen über ein Abo von euch. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dann!